Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Text-to-Tech Podcasts. So recht schwierig. Ich bin nicht alleine. Mein Name ist Melchior Neumann. An meiner Seite ist Martin Grau. Und ich nehme gerade zum zweiten Mal auf mit dir. Und deswegen stotter ich mich so ein bisschen in das Intro rein. Man möge es mir verzeihen. Wir werden irgendwann mal zur 100. Folge werden wir die Outtakes alle veröffentlichen, das, was wir rausgeschnitten haben. Es ist noch nicht so wahnsinnig viel, außer irgendwelche technischen Probleme, wo wir dann beide unsere Podcast-Folge unabhängig voneinander einfach zu Ende moderiert haben. Wir können auch mal schauen, ob wir zu unterschiedlichen Fazit kommen, wenn wir separat zusammen anfangen und separat das Ende aufnehmen. Das neues Podcast-Format. Darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar habe ich mir eigentlich ein anderes Thema für heute überlegt. Es ist relativ aktuell, für mich jetzt gerade aktuell. Und zwar bekommen wir immer mal wieder Nachrichten und E-Mails tatsächlich zu den bisherigen Folgen. Und das freut mich erstens immer wahnsinnig, weil meine Frau hat auch mal regelmäßig gepodcastet. Das war ein deutlich massentauglicheres Thema. Und deswegen hat sie so 10, 20, 30.000 Zuhörer pro Folge ohne Probleme gehabt. Das haben wir nicht. Wir haben so ein paar hundert. Bei guten Folgen oder bei gut geklickten Folgen, das heißt nicht, dass sie inhaltlich gut sind, aber bei den Folgen, die gut geklickt werden, sind es vielleicht auch mal 1.000. Und das war's. Das ist natürlich in unserer Szene trotzdem unglaublich viel, aber man kriegt davon ja nicht so viel mit, wenn man hier vor dem Mikrofon sitzt. Und deswegen freue ich mich jedes Mal über Nachrichten auf LinkedIn oder E-Mails oder auch Kommentare zu den Folgen. Ich versuche auch irgendwie jedes Mal zu antworten. Ich muss ehrlicherweise zu meiner Schande sagen, ich kriege es nicht immer hin. Aber was fast alle Leute irgendwie schreiben, ist so oder anders formuliert. Genau so habe ich auch immer gedacht. Und endlich sagt's mal einer. Und das ist so, wir sind so für viele Leute so, ich will mal sagen, gedanklicher Sparringspartner, ohne dass wir ja in einen Dialog treten. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das der Fall ist. Wir beide leben in einer unglaublichen Filterblase aus Leuten, Softwareunternehmern, Gründern, Steuerberatern, die sich mit Innovation, Technologie, Digitalisierung, Automatisierung beschäftigen. Und für uns ist das vollkommen normal, auch mit anderen Leuten zu tun zu haben, die das auch irgendwie zu ihrer Mission, zu ihrem Job gemacht haben. Die allermeisten Fachangestellte haben das gar nicht in ihrem Alltag. Die haben einfach keinen Austausch. Sind umgeben von Leuten, die halt so mehr in der Vergangenheit als in der Zukunft leben. Ich meine, dass man in der Vergangenheit lebt und an der Vergangenheit arbeitet, ist so ein bisschen gehört zu dem Beruf, weil man selten den Jahresabschluss von nächstem Jahr macht, sondern den von letztem Jahr. Aber gedanklich sollte man sich wenigstens manchmal mit der Zukunft beschäftigen. Und vielen Leuten fehlt so 'n kompletter Anschluss. Und da du so umtriebig bist, auf jedem Event präsent bist, dachte ich mir, wir geben in dieser Folge mal so 'n bisschen so 'n Leitfaden, wie man Anschluss findet. Wie kann man sich vernetzen mit Leuten, die auch offen für neue Gedanken sind und daran arbeiten? Und wie findet man Anschluss an diese Szene? Und da du dich so gut auskennst, erzähl mal. Ja, wir haben beim ersten Aufnehmen schon gesagt, als Fazit, neugierig sein, ja? Und dann, wo findet man heutzutage modern orientierte und neugierige Menschen, die zum Teil einfach auch Dinge preisgeben, um andere zu treffen, die die gleiche Idee oder ähnliche Gedanken haben? Das ist entweder auf innovativen Veranstaltungsformaten oder eben auf Social Media. Das sind die beiden, würde ich sagen, die beiden Wege, sich dort zu informieren. Auf Social Media ist die Bubble, finde ich, mittlerweile sehr, sehr divers, sehr, sehr dezidiert und auch sehr informativ unterwegs. Also auf LinkedIn muss ich sagen, ist das, was da reinkommt, extrem wertvoll, um sich einen Blick zu machen, der sehr umfänglich über die Branche ist. Wenn ihr aber Menschen seid, die sich gerne verbinden, vernetzen, die auch mal mit Menschen sprechen, die auch mal Kontroverses nicht nur über Schreiben austauschen wollen, sondern lieber im Gespräch, dann seid ihr auf den innovativen Veranstaltungen, allen voran das Textival, am besten aufgehoben. Dort findet ihr die Menschen, die auch gerne mal über den Tellerrand hinausschauen, die sich nicht nur um den nächsten Jahresabschluss und die Einhaltung der nächsten Frist kümmern, sondern auch darum, ob ihr Geschäft in Zukunft noch das sein wird, was es jetzt ist? Und wenn nein, mit wem müssen wir uns denn verbinden, um das Geschäft in Zukunft noch machen zu können? Denn immerhin geht es um Steuern, das betrifft jeden Bürger in Deutschland. Das zweite Format, was ich nach vorne hieven möchte, ist die Steuerberater-Expo, die der Stefan Homberg vor Jahren ins Leben gerufen hat. Das hat aber mehr
Messecharakter mit wirklich informieren und vorstellen. Der Socializing-Effekt kommt da ein bisschen weniger zum Tragen, weil es einfach viel Masse an Ausstellern ist und sehr viel Input und Info. Sind die beiden Dinge, die am Start sind. Es gibt auch einzelne kleine Projekte und nicht zu vergessen die Tex-Arenen, die sich da ein bisschen angeschlossen haben als Messeformat. Kleinere Veranstaltungen, die Verbände mittlerweile aus dem Boden hieven, die auch deutschlandweit gemacht werden. Nimm noch mal die Veranstaltung vom letzten Jahr Melchior zu Personal. Ja. Einmal die Talents for Tax vom Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg. Sehr prominent veranstaltet, muss man sagen. Und der HR Tax Day vom Stefan Homberg hier bei uns in Köln. Auch sehr interessante Veranstaltung. Und da findet und trefft ihr die Branche. Ein paar Newsletter könnten wir gleich noch erwähnen, die man sich auch angucken kann, wenn man ein bisschen in Branchenentwicklung gucken will. Aber das sind die Veranstaltungen, die ich an der Stelle in den Mittelpunkt stelle. Also die kenne ich auch und letztendlich wir ja uns auch, ich weiß gar nicht genau, wie wir uns das erste Mal getroffen und kennengelernt haben. Ich weiß aber, dass wir das erste Mal inhaltlich auf jeden Fall auch auf irgendeinem Event uns getroffen haben. Und was alle Events gemeinsam haben, die du so Textival meine ich. Textival ist gut möglich, ja. Es dürfte dann auch knapp 5 Jahre irgendwie her sein. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil das Thema war tatsächlich, also solche Events gab es gar nicht. Eigentlich gab es immer den Steuerberaterkongress von der Steuerberaterkammer und den Steuerberatertag vom Verband und das waren so die beiden großen Events. Da ist man im Jahr dann hingegangen und das war es dann letztendlich auch. So mein persönlicher Eindruck, Steuerberaterkongress ist noch deutlich eingestaubter als der Steuerberatertag. Das liegt vielleicht auch an der Daseinsberechtigung oder der Funktion der Kammer. Kammer war wirklich, so als Außenstehender muss ich sagen, so elitär und versuch's nicht unfreundlich zu sagen. Es fällt mir schwer, deswegen sage ich nichts. Es ist schon sehr, sehr langweilig. Da muss man manchmal oder manche Leute fühlen sich berufen, da zu sein, weil das ist halt die Kammer. Das war es dann aber auch schon mit den Vorteilen für die Kammer oder für diesen Steuerberaterkongress. Der Steuerberatertag, den fand ich schon immer ein bisschen offener und innovativer und da merkt man auch Verbände oder das ist ja durchgeführt vom Steuerberaterverband, die sind schon motivierter, auch ernsthaft Mehrwert zu liefern. Die existieren nicht einfach nur per Gesetz, um es mal sehr vereinfacht zu sagen, sondern die wollen auch schon aktiv etwas tun, also Mehrwerte liefern für die Mitglieder. Und das merkt man im Steuerberatertag schon an. Deswegen, da kann man von den großen Events würde ich tendenziell auch immer eher zum Steuerberatertag als zum Kongress gehen. Und dann diese Events, die du angesprochen hast, die gab es vor 5, 6 Jahren ja so gar nicht. Das Nein. ist super faszinierend, also Daniel Terwäsche mit dem Textival oder New Gen Steuerberater Festival, wie es am Anfang hieß, weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren angefangen hat. Ich meine, wir hätten 2019 das erste gemacht. Ja, genau, das ist dann 6 Jahre. Und Stefan Homberg mit dem Steuerberater Expo, glaube ich, in einem ähnlichen Jahr. Ich meine mich zu erinnern, dass ich einmal in Köln auf der Steuerberater-Expo war und das war die erste oder die zweite und das Jahr danach war dann direkt Corona. Das heißt, es kurz vor Corona ging es dann plötzlich los und in 2 Jahren gab es plötzlich überall diese Events und Steuerberater-Expo gab es dann gleich auch überall und die Tex-Arenen, auch organisiert von den Verbänden, die waren dann, ich will jetzt nicht sagen, eine billige Kopie von der Steuerberater-Expo, aber es haben sich schon konzeptionell ein bisschen daran orientiert und die kamen dann aber auch erst danach. Also das heißt, all diese Events, die du angesprochen hast, die gab es vor 6, 7 Jahren noch gar nicht. Und da kann ich mir das gut vorstellen, dass wenn man ein paar Jahre schon in der Branche ist, das Gefühl hat, da gibt es ja gar nichts, wo ich connecten kann. Doch gibt es inzwischen schon echt viel und umfangreich. Sogar so viel und umfangreich, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es vielen zu viel wird. Und trotzdem sieht man links und rechts ehrlicherweise immer die gleichen Gesichter. Das heißt, wenn man auf 3, 4 Events, Steuerberater, also Textival, einfach hingehen, da sieht man die allermeisten. Aber auch die Steuerberater-Expo, da ist zum Beispiel Köln eher eine größere Veranstaltung und ich weiß nicht, wo es die noch gibt. In Mainz, glaube ich, die sind halt ein bisschen kleiner, dann exklusiver. Stuttgart und München. Ja, Stuttgart habe ich auch schon gehört, ist auch, also Köln ist die größte. Das heißt, wenn man viele Leute sehen möchte, dann dahin, wobei das ist dann auch schon echt groß. Also man hat, je größer eine Veranstaltung ist, ja auch eine gewisse Anonymität. Und das mag ich eigentlich auch an diesen kleinen Events. Und zum Beispiel einige Softwareanbieter, die haben auch immer ihre eigenen Events. Also jetzt wahrscheinlich, sobald der Podcast rausgekommen ist, war das schon in der Vergangenheit. Und ich habe auch ehrlicherweise vor 2 Tagen nachgeguckt, die Anmeldung war nicht mehr möglich. Aber in Hamburg Text2 Innovation Summit, also Text2 hat auch einmal im Jahr ein Event, wo sich Leute treffen und die sind dann deutlich kleiner. Aber da hat man dann natürlich die Möglichkeit, auch sich mit den Leuten auszutauschen. Und wie du sagtest eigentlich, LinkedIn ist auch, da lernt man die ganzen Leute. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich glaube,
manchmal ist es ja einfach Zeit für eine Innovation und ich glaube, dass sich innovative Köpfe der Branche verbinden, das war dann einfach Zeit, so 2019, 2020 und dann kam halt direkt Corona und die Leute haben halt nicht aufgehört, die haben halt auf LinkedIn weitergemacht. Deswegen ist die Ja. Plattform, wo man sich sehr gut austauschen kann, tatsächlich bis heute. Also wenn man einmal die Leute im Feed hat, dann kommt man gar nicht drum herum, ständig Inhalte von denen zu sehen. Und da, ja gut, das muss ich glaube ich niemandem erzählen, wie die Plattform funktioniert. Da kann man sich ja vernetzen, da kann man den Leuten schreiben, da kann man Kommentare schreiben und man bleibt zumindest auf dem Laufenden und weiß, wo die Reisegruppe als nächstes hinfährt. Der Bedarf, ne, wenn wir mal sehen, was war, dann gab es den Kongress und den Steuerberatertag, wie du sagst. Und dann gab es die CeBIT, ne? Da war die DATEV dann als Aussteller. Die CeBIT ist irgendwie ausgefallen. Dann hat die DATEV, oder nicht ausgefallen, die ist schlichtweg eingestampft worden. Das letzte war 2017, dann war 2018 so eine komische Hybridveranstaltung und dann war Schluss. Und dann hat die DATEV diese sogenannten Regional-Infotage eingeläutet. Auch ein Format regional, wo dann aber DATEV letztendlich ihre Mitglieder einlädt und die ein oder andere Zusatzlösung anschaut. Aber wenn man mal schaut, was auf dem Markt los ist, ich habe es letztens in einem Post geschrieben, Self-Service ist ein Thema, ein Riesenthema, was an unserer Branche nagt. Dann ist es nicht damit getan, irgendwie 2 Marktplatzteilnehmer, ne, DATEV-Marktplatzteilnehmer vorzustellen und zu warten, dass das passiert. Wenn man sich anschaut, wie der DATEV-Marktplatz gewachsen ist und welcher Run auf diese Schnittstellen los ist, dann brauchten wir schlichtweg auch mal etwas, Melchior, wo man sieht, was da los ist und nicht nur auf irgendeinem Marktplatz, den man sehr komisch durchsuchen muss, sondern auch mit, was sind das für Menschen, was stehen da für Typen hinter, was sind das für Ideen, die da auf den Markt neu zuschießen, was sind überhaupt die neuen Trends in der Branche und mit den Veranstaltungen, die wir hatten, ja, no way, keine Chance. Es gab noch den DATEV-Kongress, der hat aber dann auch eher mit viel Pomp und Keynotes, so mit großen Stimmen und großen Bands. Hier Fanta 4 waren da mal und so. Ja, das ist eine andere Nummer. Das ist eigentlich eher eine Show, als dass es ein Miteinander und ein sich verbinden ist. Und das hat uns einfach auch gefehlt. Es hat uns schlicht gefehlt. Wir hatten das nicht. Dadurch, dass junge Leute in den Berufsstand kamen, dass Technologie außerhalb des großen Anbieters auf den Markt gedrungen ist, dass die Self-Service-Angebote kamen, war es Gott sei Dank dann sichtbar, dass Entwicklung in der Branche war und dass man die Leute zusammenrotten muss, die sich damit befassten. Und Stefan und Daniel, nehmen wir die jetzt mal exemplarisch, also Stefan Homberg für die Steuerberater-Expo und Daniel Terversche fürs New Gen Steuerberater-Festival damals, haben diesen Trend aufgegriffen, weil sie auch schon in der Branche drin war. Ja, und der Erfolg, ne, wir waren beide letzte Woche in Ahaus, wie du sagst, am A der Welt. Es war eine sehr, sehr lohnende Veranstaltung in jeder Beziehung. Genau, ich wollte gerade sagen, das habe ich in der Folge noch gar nicht erzählt, aber ja, das Festival ist typischerweise ein A-Haus. A-Haus ist irgendwo, ich kann das Bundesland nicht mehr benennen. Es ist eine ewig weite Reise, egal von wo man kommt, ist es eine ewig weite Reise. 5 Wobei ich gar nicht, Stunden ich aus habe mit einer Berlin. Person mich unterhalten, die gesagt hat, oh, ich wohne eine halbe Stunde von hier, wo ich dachte, hier kann man wohnen. Ich dachte im A-Haus ist so ein 3-Stunden-Zirkel gelegt worden, dass man da gar nicht wohnen kann. Aber also es ist sehr schwer hinzukommen. Aber das hat den großen Vorteil, dass die Leute, die da sind und sich dahin irgendwie verirren, dass die tatsächlich auch da bleiben. Das ist gerade für mich als Berliner, der kennt so Events, da ist ein offizielles Agenda und Rahmenprogramm und sobald vorbei ist 50% der Besucher sind sie weg. Weil in Berlin kann man halt viele Sachen machen und es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, na, wenn ich mal in Berlin bin, dann muss ich was auch immer machen. Und das führt dann immer dazu, dass auf solchen Veranstaltungen, ja, das offizielle Rahmenprogramm ist halt gefüllt durch Inhalte, so frontal. Vorne erzählt irgendeiner was oder von mir aus woanders spielt halt irgendjemand Musik vorne und hat eine große Show, aber das eigentlich Spannende sind ja die Gespräche am Abend oder vor der Tür oder in der Pause. Das heißt, das Abendprogramm ist eigentlich substanziell wichtig, damit so eine Community entstehen kann. Und das entsteht in Städten wie in Berlin aber einfach nicht, weil die Hälfte der Leute sofort weg sind. Und dafür ist Ahaus halt fantastisch, weil man von da einfach nicht wegkommt. Gerade wenn man 3 Bier getrunken hat, ein Zug fährt nicht, Auto fahren darf man dann nicht mehr, das war's dann. Und dann muss man sich halt mit den Leuten unterhalten, die da sind. Und dann stellt man vielleicht nach dem 3. Bier auch fest,
ach, die sind ja gar nicht so schlimm. Deswegen ist das vom Setup fluche ich zwar jedes Mal, wenn ich hinfahren muss und wieder wegkommen muss, aber in der Zeit, in der ich da bin, genieße ich es doch sehr, muss man dazu sagen. Als kleine Ergänzung möchte ich tatsächlich zu den Events auch noch sagen, es gibt auch noch so diese, ich würde mal sagen, diese andere Szene, die eher sich ausrichtet an große Unternehmen, an Konzerne, die aber deutlich technologieorientierter sind. Und da kommt ein anderer Stefan ins Spiel, das ist Ja, Stefan Groß, der die Text Technology Konferenz immer meistens im November irgendwie. Der ist sehr, sehr technologisch unterwegs. Da geht es weniger um die Szene der Branche oder die Steuerberatung als Branche, weil auch einfach sehr viele Unternehmenssteuerabteilungen und Verantwortliche auf diesem Event sind, sondern das ist wirklich sehr fokussiert auf Technologie. Auch mehr als diese Messen. Die Weltsteuerberater Expo und Tex Arena, das sind mehr so Ausstellermessen, wo dann halt Leute ihre Tools vorstellen. Aber dass du wirklich mit Leuten auch darüber sprechen kannst, wie diese Tools entwickelt werden oder wie sich die zugrunde liegende Technologie, zum Beispiel künstliche Intelligenz, weiterentwickelt und welche Möglichkeiten es jetzt für Softwareentwickler gibt, daraus etwas zu bauen. Das sieht man so auf den Events eher weniger. Da würde ich eher tatsächlich die Text Technology Konferenz in Frankfurt empfehlen. Finde ich auch sehr spannend. Sind zum Teil ähnliche Menschen, aber da gibt es wenig Überlappung zwischen der Bubble rund um Textival und Steuerberater-Expo und dieser Szene. Ich finde beide sehr, sehr, sehr spannend, muss ich ehrlicherweise sagen, und bin tatsächlich sehr regelmäßig einfach ist auf. die Text Technology Conference, war die nicht in München? Jetzt zumindest die letzten Jahre nicht und dieses Jahr auch nicht. Ich bin regelmäßig in Frankfurt. Okay, Es gibt noch eine im Süden. Also, ich weiß nicht, dann ob war ich mal ich in München in war. Es gibt tatsächlich in Wien auch noch eine, da war ich auch einmal. Das ist mehr so 'n das ist für mich dann der Städtetrip nach Wien und dann habe ich 'ne Ausrede, mal in Wien zu sein. Da bin ich dann derjenige, der in der Abendveranstaltung nicht anwesend ist, weil man ist ja sonst nicht in Wien. Da fahre ich morgen hin. Ja, Aber es gibt noch, wo du den Stefan erwähnt hast und seine Technologie. Er hat ja im März diesen Jahres auch noch eine AI-Conference auf die Beine gestellt. Und da ist die Wahrnehmung ähnlich. Also auf der Bühne waren Menschen, die ich kenne, und ja, im Drumherum waren auch zum Teil Menschen, die ich kenne, aber deutlich, deutlich geringere Schnittmenge als auf Steuerberater Expo und Textival. Auch Finanzverwaltung viel intensiver präsent, ja, mehr Textbereiche aus größeren Unternehmen, gar nicht nur Steuerberater, aber extrem intensiver Austausch auch an der Stelle wirklich um die Rolle der Steuerberatung in der Zukunft, weil auf den Veranstaltungen rund um Textival und Steuerberater Expo ist auch viel eigenes unternehmerisches Tun, Personalführung, auch Unternehmertum. Wie komme ich da rein? Wie kriege ich Veränderung hin? Welche Tools helfen mir an der Stelle? Und auf der AI-Conference war es tatsächlich auch wirklich, was hat das dann mit der Rolle von Steuern in der Zukunft zu tun tatsächlich? Hier der Stefan Werner war da, Gregor Daniel Meyer war da, ne? Also auch Typen aus der Finanzverwaltung. Da ist die Blickrichtung deutlich mehr raus noch, was heißt denn Steuern in einem größeren Unternehmenskontext als das, was so der Großteil der Steuerberater und die KMUs in Deutschland an Themen haben. Das ist tatsächlich auch nochmal eine andere Erweiterung gewesen, ja. Und auch extrem spannend, weil Stefan ist ja auch ja, Entertainer in seinem Zweitjob und wahrscheinlich seine DNA ist eine Entertaining DNA. Insofern das auch da, ja. Und da mal hinzugehen, da mal reinzuriechen, ist allerdings etwas, das kann man nur denen empfehlen, die sich wirklich einen Tag mal in ganz tiefe Verbindung zwischen Technologie und ja, auch technischen, also wirklich fachlich intensiven Steuerthemen begehen wollen. Compliance, die ja. Tax-Abteilung im Konzern, im Unternehmen. Da muss man schon Bock haben, sich das mal anzuhören. Ich war ja auch mal bei PwC und auch im Konzern früher, deswegen habe ich da auch einen Bezug zu von früher. Ist aber nicht allen Kolleginnen und Kollegen da bekannt und da kann man sich dann auch schon mal langweilen, wenn man das nicht so Das interessant findet. Ja, also ich will gar nicht, wenn man es nicht drauf hat, ist blöde ausgedrückt. Wenn man das nicht spannend findet, kann man sich da schon mal langweilen. Auf den Veranstaltungen wie Textival oder Steuerberater Expo, also wer sich da langweilt, der ist einfach dann auch bei moderner und zukunftsgerichteter Steuerberatung irgendwie noch nicht angekommen. Ja, weil da kann man sich eigentlich nicht langweilen. Da ist so viel Angebot und so viel Gespräch, das geht gar nicht. Ich wollte, weil du den Namen auch schon angesprochen hast, ein Event noch hervorheben. Das ist ein relativ kleines, das ist auch, ich finde, das
es geht eher Richtung Technologie und es geht auch sehr in die Tiefe, aber ich finde es von den Leuten, die da sind, auch sehr angenehm. Das wird veranstaltet von Gregor Danielmeier, den du gerade angesprochen hast, und Viktor Reband. Das ist das Symposium für digitale Betriebsprüfung. Das ist sehr klein und exklusiv. Da geht es auch ordentlich zur Sache, aber dadurch, das hat nicht so eine Konferenz, sondern das ist wirklich mehr fast Seminargröße, muss man sagen. Aber dadurch lernt man die Leute echt wahnsinnig gut kennen. Ich hatte gerade mit der Finanzverwaltung noch nie so gute, spannende Gespräche wie auf dieser Veranstaltung. Sagt der Name vielleicht auch, es ist auch aktiv aber da dieser Austausch, auch da geht es wirklich um Technologie. Da geht es nicht um, wie entwickelt sich die Branche weiter und so weiter. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Event. Und auch da lernt man dann die Leute halt kennen. Und was man denn mit den Kontakten macht, muss ich ehrlicherweise sagen, das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Wir hatten auch gesagt, die Social-Media-Welt, also LinkedIn sowieso, alle genannten Leute, die nennen wir auch gerne in den Shownotes, denen gerne einfach auf LinkedIn folgen, natürlich Martin und mir auch. Und dann ist man da im Wesentlichen eigentlich schon immer geupdatet. Was ich aber auch noch zusagen muss, es gibt auch so ein paar Webseiten und Online-Anlaufstationen. Und das erste, und da sind wir beide zumindest, ich würde mal sagen, als Inspirationsgeber irgendwie mit dabei, ist die Text and Bytes Plattform. Die hat genau den Anspruch, die Szene irgendwie abzubilden. Das funktioniert. Also muss man dazu sagen, die Seite ist noch nicht so wahnsinnig alt und die lebt noch nicht so, also die ist noch auf dem Weg dabei, der Dreh- und Angelpunkt der Szene zu werden. Aber sie hat den Anspruch. Und ich habe auch gerne, und dann habe gerade auf LinkedIn gesehen, deswegen liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch aus der Ferne, ist das Stefan Bäumler, der das betreibt und verwaltet, dass sie tatsächlich den Preis gewonnen haben als Fachmedium des Jahres. Das heißt, die Arbeit, die da rein investiert wird, um tatsächlich diese Szene, diese ganzen Themen, all das, was wir angesprochen haben, sowohl die technologische Schwerpunkt als auch Verwaltung, als auch Steuerberatungsszene, dem da ein Zuhause zu geben. Dringende Empfehlung, da vorbeizuschauen, weil da kriegt man tatsächlich aus dieser Welt alle News, die man braucht. Als Orientierung zumindest. Also ich sage als Orientierung, weil es keine Austauschplattform hat. Also zum Austauschen und Netzwerken muss man dann auf Social Ja. Media oder halt auf die Events gehen, aber da findet man als erste Anlaufstation ist die Seite eigentlich, dafür ist die gebaut. Und aus den ersten Anläufen von dem Ding, ich habe mal gesagt, der Daniel Terwersche hat seine Rolle in der Steuerberatung mit einer Facebook-Gruppe begonnen. Heute schon der Steuerberater von morgen sein. Ja, das ist meine Initialzündung gewesen, mich damit zu befassen. Auch meinen Blick raus aus der DATEV zu wagen und raus aus der Steuerberaterwelt. Ich bin ja auch da nur reingehupft, wie du weißt, habe ich ja vorher 1000 nicht, aber ein paar andere Sachen gemacht. Und dann hat sich eine Facebook-Gruppe entwickelt, die heißt Steuerberater unter sich. Und das ist gefühlt mit dem, wie man sich das heute anschaut und wenn man sieht, welche Needs wir da haben, eine Diskussionsgruppe von Steuerberatern, deren Zugang voraussetzt, dass man Steuerberater ist. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, dann kommen da keine großartigen Marktschreier an, die uns was verkaufen sollen. Auf der anderen Seite hat man aber auch nur sich selber in seiner eigenen Steuerberatermeinung mit dabei. Fehlen halt wirkliche Impulse von draußen und ja, die gibt es. Die wird auch aber eher fachlich unterwegs sein und man merkt, dass der Diskurs ein gänzlich anderer ist. Da geht es ganz anders her. Für mich fehlt da der Einfluss von außen und das sich öffnen, aber wir wollen auch das nicht verschweigen. Die Gruppe gibt's, die dreht sich aber gerne um sich selbst. Das soll jeder selber beurteilen, wie er das dann für sich selber einordnen mag. Ich würde an der Stelle gerne meine persönliche Erfahrung mitteilen. Ich wurde aber 3-mal abgelehnt, weil ich kein Steuerberater bin. Ich bin ja Steuerberaterkammermitglied durch die Sondergenehmigung, die es mir möglich macht. Tatsächlich wurde ich danach auch eingeladen in diese Gruppe. Ich nutze aber Facebook halt einfach gar nicht und ich wollte jetzt nicht mein Facebook-Profil reaktivieren, nur für diese Gruppe. Aber meine persönliche Geschichte mit dieser Gruppe ist, ich wurde 3-mal abgelehnt, weil ich kein Steuerberater bin. Von daher vertraue ich da auf dein Fazit und das, was du erzählst, sorgt jetzt nicht dafür, dass ich unbedingt ein Facebook-Profil brauche. Mein Fazit mit dieser Gruppe ist auch ein eigenes.
Das gehört hier aber nicht hin, lieber Melchior. Das kannst du mir dann wir sehen uns das nächste Mal auf dem Event tatsächlich, glaube ich, auf dem Text to Innovation Summit. Da darfst du mir das gerne erzählen. Ich erzähle dir das gerne. Ansonsten würde ich sagen, wir haben uns vorgenommen, heute nicht zu lange ins Schwafeln zu bekommen. Die Folge war jetzt wirklich explizit für diejenigen, die sich vernetzen wollen. Und die wichtigste Information ist sowieso, schreibt Martin, schreibt mir einfach auf LinkedIn. Wir freuen uns beide sehr darüber und wir geben gerne Insights. Der große Vorteil bei, ich würde mal sagen, Menschen, die offen in die Zukunft laufen, ist halt, sie sind offen. Und sie sind auch offen, wenn da neue Leute kommen. Es ist deutlich einfacher, meiner persönlichen Erfahrung nach, weil ich als Nicht-Steuerberater ja auch irgendwie Outsider bin in einigen Fällen. Es ist deutlich einfacher, mit solchen Menschen und solchen Steuerberatern und solchen Unternehmern zu connecten, als mit dem elitären Kreis der Branche, um es mal so zu sagen, die so ein bisschen irgendwie abgeschotteter daherkommt. Deswegen herzliche Einladung. Die Inbox ist offen. Und nicht nur die Inbox, sondern auch der Podcast-Feed. Und zwar kommt da natürlich auch irgendwann die nächste Folge. Deswegen lohnt es sich ganz ausdrücklich, diesen Podcast zu abonnieren. Es hilft uns auch, damit habe ich eingestiegen, so wahnsinnig viele Hörer hat so ein wahnsinniger Nischen-Podcast nicht. Deswegen hilft es uns, wenn ihr eine kleine Bewertung schreibt, vielleicht so auch mit 2, 3 Worten dazu. Würde mich sehr freuen. Und damit hören wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, Tschüss. ciao.